Da sehen wir Doro und Tour mit unserem Fernglas. Bisschen wackelig wegen meinem Arm, aber man sieht sie. Und so weit ist sie wirklich entfernt. Der nächste Tag ist angebrochen. Ich habe das nochmal aufgedreht, weil gestern zu dunkel war. Und mein Dad meinte, ich soll das da mal abschrubben und richtig mal putzen. Das ist nämlich so eine Art dicker Minuspol. Beim Auto ist immer der Pluspol an der Batterie und Minus an der Karosserie. Und am Schiff macht man so eine Stange und da hängt man im Prinzip alles was Minus hat. Minuspol braucht an dieses Ding, und wie man unschwer erkennen kann, ist es korrodiert. Das heißt, ich muss es jetzt ordentlich mal durchputzen. Eine Schraube habe ich mir mal rausgedreht. Die muss mal ordentlich auch durchgeschrubbt werden. Ich versuche es mal ein bisschen mit Zitronensäure. Ansonsten habe ich noch eine Bürste. Mal schauen, was am effektivsten geht. Ein bisschen Zitronensäure aufgetragen. Erstmal ein Kabel erwischt. Jetzt streiche ich das mal drüber. Das Wichtigste sind diese Stecker hier. Denn die leiten ja den Strom. Aber es sieht halt jetzt schon richtig nice aus. Ich habe noch nicht mal wirklich abgewischt. Die Hälfte ist einfach schon weg. Mein Dad ist ein Genie. Ich wäre niemals drauf gekommen, das mit Zitronensäure zu putzen. Und normalerweise sollte man das auch mit Handschuhen machen. Aber die letzten ranzigen Handschuhe, die wir haben oder hatten, haben wir weggeworfen, weil die, ja, wie das Adjektiv schon sagt, ranzig war. Und jetzt sind wir ein bisschen handschuhlos. Dann müssen wir uns am Montag im Baumarkt mal einfach welche holen. So Arbeitshandschuhe. Wir haben nur noch Segelhandschuhe und die haben alle eine Spitze offen. Also so Fingerspitzen offen. So, jetzt versuchen wir es mal abzuwischen. Ja, sieht blaulich giftig aus. Das sind wahrscheinlich die Elektrolyten, die man so in Energy Drinks kriegt. Oh je. Muss ich mal ordentlich durchbuzen. Die Schrauben sind auch so teilweise krass korrodiert, dass ich gar nicht sie rausschrauben kann, weil mir einfach die Schlitzmasse fehlt. Erstmal rauskratzen. Oh Mann, was mir jetzt auch aufgefallen ist, dass ich diese Korrosionspartikel halt hier nebendran sprühe. Das sollte ich vielleicht dann noch abwischen, wenn ich fertig bin. Und vielleicht auch mit einem ganz sanften, leicht befeuchteten Lappen mal ein bisschen die Kabel abstauben. Hier sind auch ziemlich viele, ich weiß gar nicht, Holzpartikel. Ja, so verschiedenes Gedöns. So, Minusleiste gereinigt und gesäubert. Ich glaube nur, dass die Schrauben ein bisschen angefressen sind. Naja, gucken wir mal, ob es funktioniert. So sieht das Innenleben unseres Schranks aus. Oben ist jetzt die Decke abgeschraubt. Hier verläuft Strom. Ja, da knuspert es schon ein bisschen runter. Das ist jetzt so unser Schlafzimmerschrank.
Leider hat die Klebevorrichtung für unser Unterhosenfach nicht funktioniert. Wir wollten das eigentlich ein bisschen flexibel halten. Aber die Kleber halten nicht ganz und deswegen müssen wir es jetzt doch anschrauben. Bisschen Verbesserungsprozess. Schrauben sitzen, Unterhosen können wieder rein. Kaum wird es jetzt ein bisschen wärmer, schon sieht das Wasser ein bisschen seltsam aus. Eine einmalige Ansicht hat sich jetzt gerade für uns ergeben. Wir können am Stegende komplett durchgucken, weil sämtliche Boote gerade weg sind. Nur wir Nullis sind natürlich noch im Hafen. Da ist unser Boot, unser Fahrrad. Doro hat sich eine spannende Vorrichtung für unser Mini-Kleiderschrank ausgedacht. Es könnte richtig cool werden. Leider ist da drin alles schief und krumm und deswegen müssen wir super viel improvisieren. Mal gucken. Jetzt schneiden wir mal die Bretter zusammen und schauen dann mal, ob es passt. Uff, das sieht aus. Das ist aber gar nicht so schlimm. Die Stufe drunter, weil da ist natürlich schon in die Ritze gefallen. Nach brachialen Gewaltaktionen, damit das Brett endlich passt, haben wir unseren kleinen Schrank fertig. 2 Fächer hier oben, ein Fach hier unten, Bettwäsche und im Prinzip dann noch der Korb. Das ist unser Kleiderschrank. In klein. Hello! Welcome back! Stange hängt. So, jetzt kann die Stange zumindest nicht mehr runterfallen. Das ist bombenfest. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass die Stange relativ lang ist und die Belastung jetzt nicht zu hoch sein darf, weil das letzte Mal, wo wir sie behängt haben, ist sie halt durchgehangen und das heißt, die hätte dann eventuell eine Bruchstelle in der Mitte. Zu unserem Überraschen sind Klamotten nicht so leicht. Wir beobachten seit mehreren Tagen, dass unser Schiff untergeht. Nee, und zwar hat man immer am zentralen Punkt, am tiefsten zentralen Punkt des Schiffs so eine Ausbeulung, damit man da das Wasser auffängt, falls sich irgendwo Wasser sammelt. Und bei uns sammelt sich das gerade. Dann gibt es so eine Pumpe, die pumpt es halt ab, wenn man so einen Sensor drin hat und das automatisch dann erledigt. Aber das klappt jetzt hier gerade nicht, die automatische Abpumpe. Deswegen müssen wir erstmal klären, woher das Wasser kommt. Wir haben es jetzt mal probiert. Es ist kein Salzwasser, also dringt es zumindest nicht von außen aus. Und wir wissen mehr oder weniger den Abschnitt, woher das kommen könnte. Ich vermute jetzt erstmal, dass es der Frischwassertank ist. Dass da irgendwo ein kleines Leck ist und dann, dass da Wasser ausläuft. Wir würden jetzt wahrscheinlich Papiertücher auslegen und dann gucken vielleicht, aus welcher Richtung das kommt. Und dann mal morgen wieder gucken. Das war alles unten drin. Und es ist halt zu wenig für die Pumpe, damit sie abgepumpt wird. Die pumpt erst ab einer gewissen Höhe. So, wir haben uns das mal zweit angeguckt mit dem Wasser in der Bilge und haben dabei entdeckt, dass da ein paar Metallstücke uns entgegengeflogen kamen. Und eventuell könnte es relativ kritisch sein,
weil das Teile vermutlich sind, die zum Kiel führen. Das heißt, wir müssen uns eine professionelle Meinung einholen. Mal schauen, was die sagen. Wir haben gerade mit dem Hafenmeister gesprochen. Der hat unsere Befürchtung bestätigt. Muss ausgetauscht werden. Das heißt, wir müssen das Boot rausholen, Mast legen und dann gucken sie sich's an, ob sie überhaupt so ein Teil haben, ob es überhaupt reparierbar ist, ob es nicht schon unten auch durch ist und ja, mal schauen. Könnte sein, dass es hier schon endet.